Wir sind von Istanbul direkt an die Westküste gefahren und wir waren Anfang September in der Türkei unterwegs. Und Anfang September sind in der Türkei noch Schulferien, deswegen war es überall ziemlich voll. Aber wir haben dann diesen riesigen Strand gefunden, Pamukak. Und da haben wir auch einen kleinen Abschnitt gefunden, den wir für uns alleine hatten. Und da konnte Luke dann auch ohne Leine laufen. Da lag leider ziemlich viel Müll rum. Wir machen das dann meistens so, dass wir zumindest um unser Auto ein bisschen was aufräumen. Das sind dann meistens 1 oder 2 Ikea-Tüten voll mit Müll. Und wir hatten dann am nächsten Tag sogar Wind. Und wir waren irgendwie knapp 2 Monate nicht auf dem Wasser, deswegen haben wir uns total gefreut. Ich habe vor ungefähr 4 Jahren mit dem Kiten angefangen. Und damals habe ich dann diese ganzen coolen anderen Kiter gesehen, wie sie ihre Triple-Backflips gemacht haben und irgendwelche anderen coolen Sachen. Und dann dachte ich mir, jetzt trainiere ich richtig viel und dann sehe ich irgendwann genauso cool aus. Und naja, jetzt 4 Jahre später hat es halt noch nicht ganz so gut funktioniert. Aber mir ist das jetzt auch ein bisschen egal. Ich glaube, das Wichtigste beim Kiten ist, dass man niemand anderen verletzt, dass man sich selbst nicht verletzt und wenn es irgendwie geht, dass das Material noch heil bleibt. Und wenn man dann auch noch Spaß auf dem Wasser hat, dann ist das doch super. Wir sind dann weiter nach Didim gefahren. Und dann sind wir in so ein Delta reingefahren und das war halt voll irre. Da war eine Straße in der Mitte und rechts und links Wasser und noch ein paar Berge im Hintergrund und irgendwie sah das halt einfach total cool aus. Wir haben dann versucht, was zum Schlafen zu finden, am besten noch mit Kitespot nebenan. Und das haben wir dann auch. Wir haben dann am nächsten Tag Kontakt mit der Kiteschule in Didim aufgenommen und dann sind wir zu deren Kitespot gefahren und das war ein riesiger Flachwasserspot mit Stehbereich und einem konstanten Wind. Teilweise hat sich sogar der Kite im Wasser gespiegelt. Spot und super viel Platz. Der Hund von der Kiteschule war den ganzen Tag mit dem Wasser.
voll der coole Hund. Wir hatten gehofft, dass Luke sich ein bisschen was von Nanook abguckt. Aber er war zu dem Zeitpunkt gerade mal 5 Monate alt und hatte noch ein bisschen Angst vor dem Wasser. Und wir waren aber alle im Wasser. Und Luke war ganz alleine an Land und das wollte er auch nicht. Dann ist er mitgekommen, hat aber die ganze Zeit gejault. Das wurde dann ein bisschen besser, als der andere Hund gekommen ist. Und als Steffen dann da war dann plötzlich wieder alles in Ordnung. Ja, hallo Luke! Das ist ja schön, dass du hier bist. Wir haben insgesamt 10 Tage in Didim verbracht. Davon hatten wir 5 Tage Wind und 5 Tage Muskelkater. War auf jeden Fall eine echt coole Zeit. Hat auch total Spaß gemacht mit den Leuten da. Da würden wir echt gerne nochmal hin. Entlang der Westküste sind wir dann weiter nach Gokova gefahren. Gokova liegt in so einer riesigen Bucht drin. Wenn man auf diese Bucht zufährt, da sieht man dann im Hintergrund die Berge und dann führt er diese Seitenstraße lang. So eine ganz kleine Straße ist das auch nur. Oh Gott, der Süße. Komm mit, du. Geh los, ab. Geh los, ab. Und dann sind wir bei dem Spot angekommen, da ist eine ziemlich große Kiteschule, aber da haben wir nicht geparkt. Dann sind da so viele Leute und dann ist Luke immer so aufgeregt und dann müssen wir ihn immer an der Leine halten, weil er sonst immer zu den ganzen Leuten hinläuft und so weiter. Und deswegen haben wir geguckt, ob wir vielleicht einen anderen Platz finden, der ein bisschen abgelegen ist. Also da ist quasi die Kiteschule, dann ist hier der Fluss und hier ist nochmal so ein kleiner Strand und da standen wir dann. Und da standen wir dann auch wieder total alleine und konnten da auch schlafen und Luke konnte auch wieder ohne Leine rumlaufen und so und das war dann total schön. Von der Umgebung her ist der Spot in Gokova einfach einzigartig.
und dann kam plötzlich ein Fischer vorbei und hat uns einen Fisch geschenkt. Und Geld wollte er dafür nicht haben, aber einen Snickers hat er lachend entgegengenommen.